Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder am Dienstag eine frisch gepresste Folge für euch aus dem Herzen meines Studios und natürlich auch aus meinem eigenen Herzen. Denkt dran, bei frisch gepressten Folgen den Kanal natürlich zu abonnieren, Glocke, Like, Kanalmitgliedschaft. Ich empfehle hier wieder die Business Class Mitgliedschaft. Wir haben da wieder ein Feature, was nächstes Jahr zur Verfügung steht für alle. Da wird es was geben. Themen haben wir heute wieder viele. Lufthansa ist rausgekommen mit einer Idee, die sich Lufthansa Wallet nennt. Auf der einen Seite vielleicht spannend, auf der anderen Seite gefährlich. Weiter geht es natürlich mit Lufthansa auch in dem Cockpit. Das Cockpit ist noch nicht so ganz nah bei Lufthansa, dem Vorstand. Und man weiß es noch nicht, was man da macht. Paris Air Show, da sind ja Bestellungen heute wieder reingegangen. Bei Airbus, da, also ich glaube, die sind irgendwie alle da besoffen von ihrem Champagner oder Cremant bei Airbus, weil die müssen ja eigentlich feiern. Aber Boeing hat auch ein paar, naja, nun gut, Erfolge gehabt, um es mal so zu sagen. Dann haben wir noch einen Deal, der geht nach Sydney in Australien aus Frankfurt mit China Southern. Also insofern dort ein cooler Deal in der Business Class. Den Preis will ich euch auch nicht vorenthalten. Den gebe ich euch sofort. Und zwar ist der Preis 2.799 €. Das ist für Down Under ein Tip-Top-Preis. Dann haben wir noch zwei Sachen von Qatar Airways. Avios kaufen mit 80% Bonus und Flüge buchen mit Avios mit 20% Rabatt. Dran denken, wenn ihr das macht, wichtig. Flash Sale Etihad haben wir auch. Ich weiß gar nicht, habe ich das aufgeschrieben in meinem Schedule? Da muss ich doch noch mal gucken. Doch, habe ich. Und zwar, die haben auch eine Promotion. So, jetzt aber schnell noch mal den Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Denkt dran, Likes helfen dem Algo, dass mehr Leute den geilen Content sehen, natürlich. So, nach dem ganzen Prälud haben wir hier dann das ernste Thema, und zwar Lufthansa-Piloten und der Vorstand liegen noch so ein bisschen weit auseinander mit dem, was sie sich da so vorstellen. Und ja, ich weiß nicht, was soll passieren? Pokert man? Ist das so, dass man die Kernforderungen als unberücksichtigt immer noch empfindet? Aber der Vorstoß der Lufthansa hat ein bisschen Bewegung reingebracht. Knapp wird es halt wegen der Friedenspflicht. Und laut Konzern im Schnitt halt 18,5% angeboten bis 2025 in mehreren Schritten. Und ich hoffe, dass die sich da in irgendeiner Art und Weise dort einigen können. 12 oder 30 Monate Laufzeit ist auch ein Thema. Ich meine, Tarifverträge 12 Monate, sorry, also wir können nicht jedes Jahr das Spektakel haben, also das geht gar nicht. Da muss man ehrlicherweise sagen, Tarifverträge sollten relativ lange Laufzeiten haben, weil wir brauchen den Quatsch nicht jedes Mal. Ja, Paris Air Show. Da muss man auch sagen, da ist ja irgendwie in Paris, also irgendwas läuft da falsch in Paris, weil da passieren Dinge. Gestern 500 Flugzeuge von Indiegogo. Dann heute waren dann nochmal irgendwie von Air India Flugzeuge gekauft worden. Also es ist komplett krass. Bei Boeing sind Flugzeuge bestellt worden, muss man ja erwähnen. Aber lasst uns das einfach mal durchgehen, dass wir mal hier eine Auflistung der Sachen haben. So, als erstes Fly Nas von Saudi. Die Billig Airline hat 30 Flugzeuge bestellt. Das ist nochmal cool, das sind 320 Neos. Und damit erhöht sich der Gesamtauftrag auf 120 Flugzeuge. Also ist ja nicht so, dass vorher welche bestellt wurden. Wir haben übrigens auch 321er Neos und haben auch 10 XLRs bestellt aus der 321er Serie. Dann Air Mauritius, die haben ihre 350er fix gemacht. Das ist keine neue Bestellung, aber nun gut, das stand in den Büchern. Jetzt ist es so, dass Air Mauritius gesagt hat, wir wollen die haben, sind 3 Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dann geht es weiter
bei Indigo, Indigo, aber ich finde Indigo, wir können das ja auch so ein bisschen Indigo, so ostdeutsch aussprechen, 500 weitere Flugzeuge der Neo-Familie bestellt. Das ist schon, 500, das ist krass, das ist die größte Bestellung, die jemals gemacht worden ist. Dann bei Qantas, die haben ich glaube 10 Stück, 10 neue A220-300er bestellt. Oder 20, sowas in der Richtung. Also nicht relativ viel, aber trotzdem hat man die Order erhöht. Dann Philippine Airlines. Die haben ja auch die 350-1000er, hatte ich ja auch gesagt, bestellt. Aber jetzt hat man in Paris gesagt, wir haben Geld gefunden, wir wollen sie wirklich haben. Ist vielleicht eine Möglichkeit für Lufthansa, da nochmal Flugzeuge reinzuholen. Dann geht es natürlich weiter. China Airlines, die haben 8 Boeing 787-9er bestellt. Und damit hat man halt einfach nur etwas festgezurrt, was vorher schon bekannt war. Dann ATR hat auch noch ein paar für China Airlines Tochter Mandarin Airlines in Taiwan gehabt. Da gab es dann auch welche, aber das ist jetzt auch nicht so viel gewesen. Dann ein paar ATRs nochmal, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und jetzt kommt es. Air Algérie, eine Fluggesellschaft, die man natürlich aus Algerien kennt. Die haben eine Bestellung gemacht, die aber auch nur festgezurrt worden ist. Also Paris wird doch dafür genutzt, um einfach da nochmal zu sagen, wir haben es jetzt wirklich gemacht. Und da sind 8 737 MAX 9er bestellt worden. Also das sind bei Boeing nicht die Zahlen, die man bei Airbus kennt. Also da muss man ganz ehrlich sagen, dass man auch, wenn man zum Beispiel eine Absichtserklärung für 737 800er BCF hat, also für Frachtflugzeuge, Absichtserklärung gemacht hat. Das ist jetzt nicht wirklich so. Dann die Avalon. Das Avalon kennen wir ja, das sind die Freunde, die in Russland über 100 Flugzeuge verloren haben angeblich. Weil einige sind irgendwie dann doch zurückgekommen. Also eine Leasingfirma, die haben 40 Stück bestellt bei Boeing. Das waren 737 MAX, wären so 8er oder sowas. Aber es kann jederzeit geändert werden. Kunde ist da natürlich auch nicht genannt worden. American Eagle hat nochmal bei Embraer hat die 195er bestellt. Dann gab es von Azorra nochmal welche, die bestellt sind, auch eine Leasingfirma. Binter Canaria hat dann nochmal was bestellt. Dann hat Air India, und das kommt, 290 Flugzeuge bestellt. Ich weiß nicht, was in Indien los ist. Bei denen ist irgendwas kaputt, dass sie so viele Flugzeuge brauchen. 190 737 MAX, 20 787er, 777 Optionen für weitere 50 737 MAX und 20 weitere 787. Also da ist Boeing dann mal in Airbus-Regionen gekommen. Aber man hat bei Air India nochmal eben schlanke 250 A320er bestellt. Neos natürlich 70. Also 140, also 250 setzen sich zusammen aus 140 320 Neos, aus 70 321er und 34 350 1000er. Nur, dass man das mal klar hat, und 6 350 900er. Volaris hat Bestellung für 25 A321er bekannt gegeben, auch Neos logischerweise. Also ihr merkt, da ist richtig viel Musik, und die Zahlen sind halt wahnsinnig, und wenn man am Ende den Strich macht und guckt, wie viele Flugzeuge sind an Airbus, also bestellungsmäßig gegangen, wie viele an Boeing gegangen sind, kann man jetzt schon sagen, geht schon Richtung Toulouse, ne? Nur so viel. Ja, ich finde das relativ geil. Ich kriege ja die Pressemitteilungen auch immer von Airbus und so weiter. Dann kriegst du dann halt so Airbus, zack, 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 was da alles bestellt wurde. Oh Gott, man wird ja ganz wuschig. Auf jeden Fall ist es so, dass Airbus zwar führt, aber Boeing jetzt auch ein paar Bestellungen hat. Und ihr wisst ja immer, the first cut is the deepest, oder es ist halt immer am schwierigsten, den ersten Verkauf zu machen. Und da sind wir jetzt zumindest bei Boeing auch drüber. Wo wir auch drüber sind, ist ja die Geschichte bei Hansens mit Rückerstattungen. Rückerstattung ist bei Lufthansa ein Problem gewesen. Mittlerweile sind die Probleme relativ gut gelöst, geht auch relativ schnell. Aber man hat dort eine neue Idee. Man möchte in der Lufthansa-Gruppe, das heißt also Lufthansa, Swiss, ihr wisst es alles. Und natürlich muss man dann ITA irgendwann auch sagen, oder Alitalia, Eurowings und so weiter, dass man auf dem Kundenkonto für die Rückerstattung quasi eine Art
Wallet einrichtet, wo man das Geld quasi als Guthaben hat. Hat den Vorteil natürlich, dass wenn dieser Stored Value Account, wie das so heißt, da dann die Rückzahlung schneller macht. Und dieses digitale Portemonnaie ist bei der Lufthansa-Gruppe derzeit in Überprüfung, ob man sowas macht. Die Weiterentwicklung ist halt so, dass man auch natürlich guckt, ob es Vereinfachung ist, aber der Hauptgrund ist natürlich, dass man damit Sachen schneller machen möchte und, das finde ich das eigentlich auch das Coole, man überlegt, dass Gutscheine, Rückerstattung, Entschädigung oder alle anderen Zahlen künftig auf Wunsch in dem Kundenkonto gespeichert werden, aber die Kunden bekommen einen on top. Das heißt, entweder ist die Summe höher, ich kenne das zum Beispiel bei Finnair, wenn man da einen Gutschein bekommt für irgendwas, dann sagen die, wir zahlen dir 1.000 Euro aus oder du kriegst 1.200 Euro Gutschein. Und das will Lufthansa ähnlich gestalten. Man möchte da eventuell mit Vielfliegerpunkten, leider Prämienpunkten, argumentieren und machen oder eventuell einen Zuschlag. Zuschlag finde ich auch relativ cool. Das wäre natürlich für die Akzeptanz relativ cool. Wäre ja auch ein Vorteil, ihr wisst schon, Manufactured Spending als Stichwort. Man könnte das Geld ja quasi einzahlen und dann auf einem Konto mit einer IBAN wieder transferieren lassen. Damit hätte man dann Punkte für das Ticket erhalten, ohne dass man, da dann die Meilen verliert bei der Rückerstattung. Nur so als Stichwort. Wir haben dazu auch eine Frage des Tages, die möchte ich vorlesen. Wie findet ihr Lufthansa Rückerstattungsinnovation? Also man redet da ja von einer Innovation und sagt ja auch, macht eine Lufthansa Wallet Sinn? Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten, auf das, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, ich möchte mehr Punkte haben, ich möchte mehr Cash haben. Und ich werde natürlich eure Kommentare am Ende der Sendung nochmal durchgehen und bearbeiten und vor allem beantworten. Also kommentiert und bevorzugt wird natürlich jeder, der Kanalmitglied ist, wenn es zu viele Kommentare sind. Wir sind immerhin schon bei 26. Ich habe schon mehr gesehen. Also kommentieren. Ja, Etihad. Etihad möchte, wenn es um ein Sale geht, nicht nachstehen und hat da dann einen aufgelegt. Heißt also, man bekommt bei Etihad bis zu 50% Bonus. Man muss bis zum 24. kaufen. Das ist also schon in 4 Tagen. Und es ist so, dass man dort dann 100.000 Meilen kaufen kann. Wenn man Goldmitglied ist oder normales Mitglied, Platin-Mitglieder können 150.000 kaufen. Das ist halt vor dem Bonus. Und dann ist es so, dass Etihad natürlich die Promotions halt macht. Ich habe so 20-30% gesehen, 50 ist schon relativ cool. Wenn man sich jetzt das Höchste anschaut, was natürlich da die 150.000 sind, wo es dann die 50% gibt, dann könnt ihr ja selber ausrechnen, was ihr dann bekommen würdet. Heißt also 150.000, 50% on top sind 225.000. Und man liegt dann preislich irgendwo, und das ist leider immer das Schöne oder das Unschöne bei diesen, Entschuldigung, sind ja 80%, habe ich was 20? Ne, 50% ist es. 50%, Entschuldigung. 80% kommt gleich bei Qantas, ich will ja nicht bei Qatar, ich will ja nicht vorgreifen. Naja, auf jeden Fall sind sie leider immer relativ teuer. Wenn man sich das anguckt, da liegt man preislich irgendwo bei 1.700 paar kaputte US-Dollar. Wer einen Use Case hat, kann das machen, kann mit einem 380er fliegen. Und dieser Flash Sale ist halt relativ cool, wenn man halt sonst keine andere Möglichkeit hat, die Etihad Guest Meilen zu bekommen. Ich selber habe ja eine Visa-Kreditkarte von der Abu Dhabi Commercial Bank, ADCB. Die ist eine Etihad Visa-Karte und da gibt es Meilen, wenn man Umsatz macht. Aber hier wie immer Meilen kaufen nur bei Use Case. Jetzt kommen wir zu den 80% bei Qatar. Das Licht hier, das macht einen ja auch voll schwitzig, ne? Also das ist ja richtig krass. Auf jeden Fall wollen wir uns das nochmal angucken bei dem Flash Sale, bei dem Storefront. Jetzt hat er mich natürlich wieder ausgelockt bei dem Qatar-Programm. Jetzt muss ich mich da wieder einloggen. Gucken wir mal, was er macht. Jetzt will er mich nicht reinlassen. Das ist natürlich wie immer unangenehm, aber wir haben
wir haben dort natürlich eine Möglichkeit, das Ganze wieder zu toppen, indem man sagt, bei Qatar Airways kriegt ihr halt 80% der Meilen. Ihr könnt normalerweise bei Qatar Airways, wenn ihr Meilen kauft, als Maximum 250.000 Punkte bekommen. 80% sind 200.000, das wären dann 450.000. Auch hier wieder lustig, in US-Dollar wären das 7.000 Dollar, die man ausgeben müsste, um die maximale Anzahl zu bekommen mit 450.000. Spannend ist es für den einen oder anderen. Es gibt ab und zu mal Möglichkeiten, Avios günstiger zu bekommen, aber Avios in dieser Menge zu bekommen, ist natürlich immer wieder cool. Ihr könnt sie ja dann auch umswitchen und könnt sie dann hin und her transferieren zwischen Iberia, British Airways und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Aber denkt dran, dass bei Qatar Airways die Co-Pays mittlerweile leider out of control sind. Ich hatte bei Qatar fast 1.000 Euro für Flug Europa-Australien mal gesehen für einen Kunden. Das geht auf keine Kuhhaut. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dann nochmal die Erinnerung. Ich meine, ich hätte das schon mal in der Sendung gehabt. Und zwar ist das, man kriegt im Moment ja auch nochmal, wenn man in gewissen Ländern wohnt. Und zwar ist das zum Beispiel in United Kingdom, aber auch in Schweden, Deutschland und so weiter. Wenn man die Tickets jetzt auf Award bucht, 20% nochmal reduziert. Damit kann man das so ein bisschen nochmal schöner rechnen. Heißt also, ihr müsst den Code PC June 23, also PC und dann June, wie der Monat Juni in Englisch, und dann 23 eingeben. Die Promotion ist vom 20. bis zum 30. Juni. Die Reise muss zwischen dem 1. Juli und dem 31. März 2024 stattfinden. Das ist ganz wichtig. Und weiter ist es so, es gibt einige Daten, die gehen leider nicht. Und das ist so meistens immer so Neujahr und Weihnachten und das, wo halt wirklich sehr viel Nachfrage ist. Da gibt es mit dieser Promotion nicht. Und was auch ist, ist natürlich, denkt dran, es ist bei Sektorgeschichten und Copay ist halt ein relativ teurer Copay. Nochmal Länder kann ich euch sagen, Türkei, Schweiz, Schweden, Spanien, Serbien, Rumänien, Portugal, Polen, Norwegen, Niederlande, Malta, Mazedonien, Italien, Irland, Ungarn, Griechenland, Deutschland, Frankreich, Finnland, Dänemark, Tschechische Republik, Zypern, Kroatien, Bulgarien, Bosnien-Herzegowina, Belgien und Österreich. Also alle dabei. Damit können wir dann was werden. Jetzt, wo wir was werden können, sind ja immer wieder Deals und den gebe ich euch jetzt direkt auf die Augen. Wir machen das jetzt so. Ist der Deal von Frankfurt dann weiter nach Sydney mit den Freunden von China Southern. Leider haben sie ja den 380 eingemottet und das ist natürlich relativ uncool. Die Buchung, da will ich euch auch noch ein paar Sachen zu sagen. Buchungsklasse ist I, 6 Tage Mindestaufenthalt oder der erste Sonntag, da kann es zurückgehen. 3 Monate Maximalaufenthalt, ein Stopover ist permitted in jeder Direktion, also in jede Richtung, hin und zurück und kostet dann 100 Euro extra. Änderungen kosten 300 Euro plus Differenz zum Ticket und 400, wenn ihr stornieren wollt. Und natürlich für Sven nochmal Guangzhou, glaube ich, spricht man es aus. Ich weiß nicht, er wird sich gleich beschweren um den Guangzhou, auf jeden Fall Guangzhou ist das natürlich, wo es drüber geroutet wird, ist ja klar. Distanzen habt ihr mittlerweile gesehen, 5.615, also das heißt Frankfurt nach Guangzhou ist etwas weiter als von Guangzhou, dann 4.664 Meilen nach Sydney. Hin und zurück sind die ganze Bude 20.558 Meilen. Where to Credit, da seht ihr es auch. In der Buchungsklasse I sind 41.368 Aeroflot, gibt 20.564 genau wie China Airlines, Middle Eastern, Xiamen Airlines, American Airlines, Air Europa, Flying Blue und Korean. Damit haben wir den Deal so abgearbeitet. Jetzt seid ihr dran. Kanal abonnieren, Glocke, Like und natürlich Kanalmitgliedschaft, T-Shirt kaufen. Habe ich noch nicht erwähnt. Das habt ihr jetzt auch. Und dann solltet ihr ganz klipp und klar die Frage des Tages beantworten. Die Frage des Tages wiederhole ich nochmal.
Wie findet ihr die neue Rückerstattungsinnovation der Lufthansa? Macht die Wallet von Lufthansa Sinn? Ist das eine Funktion, wo ihr sagt, die ist cool oder nicht? Ich persönlich hätte sie mir ja während Covid gewünscht, weil im Prinzip hat ja Qatar Airways sowas ja schon lange angeboten. Die haben ja dann auf Gelder, die einbehalten oder die man nicht abberufen hat, ja auch mehr drauf gegeben, also nicht diese berühmt-berüchtigten 50 Euro, was ja nie funktioniert hat. Egal, ob du ein 50-Euro-Ticket hattest oder ein 10.000-Euro-Ticket, gab es immer die 50 Euro. Haben die halt pauschal, glaube ich, 20% draufgeschlagen, was natürlich eine faire Geste ist. So, 34 Kommentare, ein paar sind dazugekommen. Die werde ich dann einmal abarbeiten. Eure Kommentare, Anmerkungen, Sorgen, Ängste und Nöte. Deshalb einmal natürlich hallo Jörg, hallo Frank, zu früh kann man nicht sein, auch wenn man aus Bremen ist. Zur Frage des Tages, im Vergleich zur bisherigen Praxis, dass man monatelang hinter seinem Geld hält, ins Wallet schon mal eine gesehen. Ja genau, das finde ich auch. Das Gelbe vom, weiß ich nicht, aber es ist halt zumindest eine coole Option. Wenn man ein neues Ticket haben möchte oder neu kaufen möchte und das geht dann wesentlich schneller, dann finde ich das schon in Ordnung. Und Lufthansa ist ja jetzt nicht eine Fluggesellschaft, wo man meint, die gehen morgen und machen dann den Sittich. Bernhard, Grüße. Matthias, eine Stunde zu früh. Jetzt verstehe ich das. Ihr zeigt es wieder am Anfang andersrum an. Aber ich hoffe, du hast es dann doch noch geschafft. Hallo Sven. Matthias sagt, Wallet ist vom Prinzip okay, wenn ich dort gegebenenfalls das Guthaben auch wieder auf die IBAN. Genau das ist das, was ich sagte. Das wäre vielleicht eine Option, um Punkte zu bekommen. Manufactured Spending, ihr wisst schon, was ich meine. Dann hallo Roland, dann hallo Johann, hallo Thomas, Thorsten, Hallöchen, hallo Ronny, hallo Pilot 2003. Thomas sagt, Qatar ist geil, kaufst du auch Avios? Nein, ich kaufe keine Avios, weil ich dafür keinen Use Case im Moment habe. Ich habe so viele Meilen, auch bei anderen Programmen, die muss ich erstmal abarbeiten. Und ich habe auf meiner amerikanischen Kreditkarte, habe ich so viele Meilen mittlerweile gesammelt, auf meiner Amex zum Beispiel. Deshalb, ich muss die erstmal verbrennen, weil ihr wisst ja, burn while you earn. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, das ist kein Konto, wo man Punkte drauflegt. Finnair hat uns ja gerade wieder gezeigt, was es heißt, wenn man Punkte hat und wie schnell diese entwertet werden, um 30%. 30%. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ein Ticket 80.000 Punkte zum Beispiel gekostet, kostet jetzt 95.000 One-Way. Oder andere Sachen, die teurer geworden sind, neben dem Copay. Also das heißt, es macht immer nur einen Sinn, wenn man einen Case hat, wo man sie nutzen kann. Und ich habe zum Beispiel bei Finnair auch gar nicht so viele Flüge finden können, wie ich Punkte hatte. Ich habe jetzt noch über 500.000 und ich habe bei Finnair vor allem nicht so viele Punkte verbrauchen können, weil ich nicht so viele Flüge hatte. Das heißt also, entweder wenn ich den Flug gebraucht hätte, gab es keinen freien Platz. Man hätte das auf Warteliste machen müssen, dann hätte man den alten Punktewert bekommen, hätte aber den neuen Copay von bis zu 120 Euro bezahlen müssen pro Strecke. Das ist schwierig. Das heißt also, Los Angeles hat ja gekostet 160.000 der Business Class Return. Ich habe 35 Euro hin und zurück bezahlt an Steuergebühren. Jetzt sind es 95.000, heißt also 190.000 Meilen, sind also aus den 160.000 nochmal 35.000 mehr geworden. Und aus diesen knapp 35 Euro sind 240 geworden. Das heißt also 205 Euro Zuschlag. Und das sollte eine Warnung für euch alle draußen sein. Burn while you earn. Meilenkonten bringen keine Zinsen. Ihr bekommt auch keinen besseren Service, wenn ihr Punkte habt. Ihr bekommt von mir beim besseren Service, wenn ihr Kanalmitglied seid und wenn ihr ein Like da lasst. So ist es. So, Frank, die neue Skytrax-Liste veröffentlicht. Erste ist Singapore Airlines, Qatar Airways ist 2, ANA ist 3, 4 ist Emirates. Da wird Akbar Al-Bakr richtig sich ärgern. Nö, wieso? Er hat ja mehr Geld bezahlen können. Das ist ja mal eine Geldfrage. Das müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen. Freddy, das Geld ist das Problem, es geht vielmehr um die City Airlines. Das Geld ist ja abartig. Ja, das stimmt. Also es geht um die Piloten und natürlich auch um die Germanwings-Jünger und dann logischerweise wie immer bei Lufthansa um Seniorität. Das ist immer ein wichtiges Thema. Dann, ja, da geht richtig einer ab bei Airbus. Da ist Heckenbrand. Unglaublich.
Johann, für mich fein, da ich zu 90% mit Eurowings bin und aus dem Vollen schöpfe. Ja, das ist doch sehr gut. Ja, machen. Was ist denn an dem Gerücht, dass aus Eurowings Discover Lufthansa Discover wäre? Irgendjemand hatte auch ein Bild gepostet, wo die Livery neu war. Kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Ändert nichts am Produkt. Und ob es jetzt Lufthansa Discover heißt oder Eurowings Discover, kann es halt auch scheiße nicht Gold machen. Ich finde halt, also rein theoretisch hätten sie es Lufthansa Light nennen können oder irgend so ein Quatsch, weil das wäre ehrlicher gewesen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort fliegen, bekommen ja rein noch weniger Gehalt. Aber man sieht ja an der Lufthansa City Airlines, dass das natürlich dann auch nochmal umhebelt wird, dass man da neue reinbringt. Also ist alles sehr, sehr schwierig. So, dann, die Inder drehen durch, wollen Wolle Rose kaufen. Ja, da ist anscheinend richtig Heckmann. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht schon vorher Flugzeuge bestellt haben. Also, die haben, also unglaublich. Danke für den Hinweis. Danke. Sind also 18717-9 und 6787710 festbestellt, also 24 Frames, nichts mit nur 8. Okay. Aber leider immer noch nicht so viel wie bei Airbus. Da brummt die Hütte. Komisch, ne? Ja, hallo Frank. Ja, ich würde das nicht als draufzahlen. Ich würde das als Schmankerl sehen und als Motivation und vor allem auch als Zinsverlust, den wir ja haben. Weil wir müssen mal ehrlicherweise sagen, wenn man 2-3 Monate auf das Geld wartet, ist das ja auch unangenehm. Es gibt ja auch Leute, die natürlich jetzt sagen, die können nicht mal eben so 2-3 Mille zwischenfinanzieren. Es sind ja auch bei vielen Familien wesentlich mehr Gelder gewesen, die irgendwann mal im Orbit weg waren. Und gerade bei Corona brauchten die Leute Geld. Deshalb würde ich halt wirklich sagen, nennen wir es einfach nicht draufzahlen, nennen wir es Schmankerl on top und die Leute dazu motivieren. Und ich bin auch ganz fest überzeugt, wenn Lufthansa in der Kommunikation, ich hatte das ja auch in den Videos mit Mario zum Beispiel gesagt, wenn die gesagt hätten, hey, mein Name ist Carsten Spohr, ich bin der Veranstaltungsleiter der Lufthansa, wir werden diese Krise gemeinsam überstehen, wir brauchen aber im Moment Geld, weil wir im Moment Angst haben, weil das und das und das ist. Ich weiß, die sind eine Aktiengesellschaft, die dürfen das so nicht sagen, wie ich das jetzt sage. Wir würden ihnen aber 20% geben. Dann würde ich nicht wissen, wie viele Leute das Geld, die es da hätten lassen können, da gelassen hätten, um die 20% mitzunehmen. Und die Leute, die das dann gebraucht hätten, hätten sich auszahlen lassen können. Also das wäre so meine Geschichte. Aber das kommt ja jetzt vielleicht und damit ist das ja dann auch gelöst. Avios kannst du auch mit Amex-Punkten kaufen. Ja, man kann mit Amex, also man kann das umwandeln. Das Problem ist aber, dass die Ratio relativ problematisch ist bei Avios oder aber auch, wenn man zum Beispiel zu Emirates und so weiter das macht mit der deutschen Kreditkarte. Deshalb, aber es geht grundsätzlich. Man muss sich halt nur angucken, wie der Umtausch ist. Manchmal ist es sogar einfacher oder besser, bei einer anderen Fluggesellschaft als Qatar das zu machen. Das ist jetzt meine Privatmeinung. So, habe bei der Umfrage von LH Beta Lab mitgemacht. LH möchte das Konto auch nutzen, dass man Geld draufladen plus Bonus, zum Beispiel 1000 Aufladen und Meilen, Gratis-Sitzplätze oder Lounge-Zugänge. Okay, sehr gut. Rückerstattung auf Gutschein sollte dann mindestens 20% mehr sein. Grund auf der LH-Webseite ist immer teurer als bei... Ja, aber um das Geld zurückzubekommen, musst du es wahrscheinlich auch bei Lufthansa gekauft haben. Wahrscheinlich. So, dann... Ja, das gibt es bei anderen Ländern ja auch schon. Es gibt ja auch bei anderen Produkten, dass man Guthaben hat. Der Klassiker ist ja die Busfahrkarte. Da hast du halt eine Karte bei deinem Nahverkehrsunternehmen, die du halt aufladen musst. Das ist ja nichts anderes im Prinzip. So, die Wallet-Lösung ist akzeptable. Verwendung sollte auch bei... Ja, natürlich, das wird bei Lufthansa Group gemacht. Das heißt also, das gilt für alle. Das heißt Swiss, Austrian, ich sagte ja auch ITA, Eurowings, Discover oder wie Lufthansa Discover, oder nehmen wir es einfach nur noch Disco. Logischerweise, das ist eine andere Frage. Ob das die IT stemmen kann, ja, das ist ein Problem. Deshalb immer schön Screenshot machen vom Kontostand. Wenn es kommt, erst auf Wallet auch Bonus erhalten, den Flug mit Guthaben bezahlen. Genauso ist das. Das ist das Ziel.
Was bringt mir eine Kata-Promotion, wenn zugleich die Surcharges derart unverschämt angehoben worden sind? Ja, deshalb weise ich ja darauf hin. Ich sage es. Aber man muss der Ehrlichkeit halber sagen, 1000 Euro sind ein harter Schnack, aber für das Geld kannst du halt nicht in der Business Class normalerweise fliegen. Ne? Also das ist so. Ja, Aeroflot im Moment nicht vielleicht so interessant, aber es gibt vielleicht Leute, die bei Aeroflot sammeln, und ich habe auch Leute, wo ich weiß, dass die in Russland leben, die Sendung schauen. Deshalb auch für die. Deshalb. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, ob es bei SkyTeam noch in irgendeiner Art und Weise bei Aeroflot gut geschrieben worden ist oder ob die aus SkyTeam raus sind. Das kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen, rein so formal. Ne? Dann, also ich würde deine Punkte nehmen, bevor sie verfallen, tut bei mir nichts, weil ich alle gesichert habe, entweder durch meinen Status gesichert oder aber gesichert durch Transaktionen in einem richtigen Zeitraum, damit sie nicht verfallen. Wenn sie verfallen sollten, habe ich andere Lösungen dafür. So, Olfi, hi Lars, auf diversen Interkonten mit LHLX habe ich kein einziges Mal einen freien Nebenplatz als Send bekommen, obwohl es mir immer Platz gegeben hätte. Weißt du, woran das liegt? Hast du einen Tipp? Soft Benefit ist natürlich nicht, der freie Nebenplatz ist nicht garantiert bei Lufthansa als Soft Benefit. Deshalb hier, ja, man hat manchmal Glück, manchmal hat man Pech. Wobei ich natürlich sage, wenn man mit der Lufthansa oder der Swiss gerade in Economy Class fliegt, ist so ein freier Sitzplatz gerade in Intercont viel, viel Geld wert. Ja, aber man kann halt nicht damit rechnen. Die Variante, die man machen kann, ist, und das ist ja das, was Lufthansa will, dass man entweder den Sitzplatz in Form der ganzen Reihe als Skybed aka Air New Zealand kauft, so wie es da gemacht wird, oder die andere Variante, den zweiten Sitzplatz kann man ja meistens für schmales Geld trotzdem dazu buchen. Dann ist es halt ein echtes Benefit. So. Kanalmitgliedschaft, Olfi. Ich hoffe, Kanalmitgliedschaft, dass diese Frage Business Class wirklich ist. Ja, dann haben wir 33 Minuten, 12 Sekunden durch, 20 Likes, 32 Zuschauer. Ich danke euch, dass ihr an diesem sonnigen Tag zugeschaut habt, dass ihr wieder mal euer Ohr geschenkt habt. Ich schwitze mir hier einen ab, also ich muss gleich wieder das Fenster aufmachen. Und ich freue mich. Und morgen wieder neue Sendung, neues Glück, neues Spiel. Ich komme mit den Videos leider nicht rum. So viel zu tun, habe wieder viele Beratungsgespräche. Gerade auch wieder die Liste rausgekommen von Lufthansa, welche Länder jetzt wirklich von den Ländern her in welcher Region gezählt werden. Leider ist Marokko Europa. Ist so. Naja, nun gut. Also in dem Sinne, danke euch, bis morgen in alter Frische, und ich freue mich, wenn Fragen sind, entweder in dem WhatsApp-Chat für Kanalmitglieder stellen oder halt in den Premium-Chat stellen. Das ist der Chat für alle ab Business Class. Also alles klar, danke, bis dann, ciao, freue mich.